Guten Morgen. Wir fahren jetzt mit dem Shuttle, also so ein Bus Shuttle 2, zum Hafen runter und dann geht es mit der Fähre rüber nach Capri. Wollen wir mal sehen, wie das aussieht da drüben, ob das wirklich so überfüllt ist, wie man sagt, und ob es auch wirklich so teuer ist, wie man sagt. Wir werden von da aus berichten, was da so abgeht. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier angekommen in der Marina. Das ist die Marina hier unten. Und fahren jetzt gleich mit dem Boot rüber nach Capri. Jetzt laufen wir hier mit einer ganzen Gruppe zu unserem Boot hin. Ich habe gedacht, das Boot wäre kleiner. Aus einem Haufen Leute, die hier auf das Boot gehen. Mal abwarten, wenn wir da sitzen. Capri and you can go up in Anna Capri. This is the public service. Also wir sind jetzt hier auf dem Boot und da wurde uns gerade gesagt, dass wir bis zu 16.000 Leute jeden Tag Capri besuchen. Also wenn das mal kein Touristen-Hotspot ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Da werden wir mal sehen, wie das da überlaufen ist und wie da abgezogen wird. So, hier hast du Capri. Die Jungs, die wollten also schon hängen. Ja, hier nochmal der Hafen. Und hier sind die ganzen großen Fähren. Und hier geht's los, hier laufen die Touris alle rum. Da sind wir gerade auf Capri angekommen. Da hat uns gerade einer gesagt, dass hier heute, wie viele Leute sollen heute hier sein, hat er gesagt? Gerade 25.000. Der auf dem Boot hat gesagt 16.000. Die jeden Tag hier mit dem Boot herkommen. Wir müssen sehen, wie viele Boote das sind. Ist ja irre. Capri-Taxi, guck dir das an. Auch nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal hier, wie es hier am Strand unten aussieht. Ach du Scheiße, guck mal, das ist ja gut. Die warten alle am Bus. Die warten alle auf dem Bus hier oben, okay. Und hier hast du den Public Beach. Ja, okay. Das ist besser wie bei uns unten, ja? Der hat keine Steine, der hat Sand. Ob der nur aufgeschüttet ist oder nicht, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle ist auch nicht so überlaufen. Geht. Noch. So, Nina geht jetzt ins Wasser, hat sie gesagt. Und will hier ein bisschen rumschwimmen. Heute jetzt erstmal was zum Frühstücken. Und ja, hier draußen kannst du halt sitzen. Viele kleine Lokale. Gleich am Hafen. So, wir gehen jetzt hier die Treppen hoch. Richtung Capri-Stadt. Sehr schön aus da oben. Mal sehen, wie lange wir laufen müssen. Wir sind jetzt von da ganz unten vom Hafen. Sind wir jetzt hier hochgelaufen, bis jetzt hier hoch. Und laufen bis Capri hoch. Bis zur Stadt Capri. Ja, ich sage euch dann gleich, ob sich das lohnt oder ob man einen Bus nehmen soll. Es gibt den Public Bus, den du fahren kannst, der kostet 3 Euro. Aber da stehst du wie in einer Fischdose. Also so eng. Unglaublich, kostet nur 3 Euro. Dann gibt es denselben nochmal
für 20 €. Also ein Private-Bus mit Klimaanlage und alles sowas. Bezahlst du halt 20 €, um hier hoch zu fahren. Ich kann nicht mehr. Um hier hoch und dann noch die andere Stadt zu fahren. So, wir haben jetzt, wir machen jetzt eine Challenge draus und laufen das alles. Weil wir in der brütenden Hitze, weil natürlich Nina wieder zu geizig ist. Und weil sie gerne läuft, ja. Und weil sie geizig ist. Genau. So, jetzt sind wir oben angekommen. Hier oben sind mehrere Restaurants. Und das waren 921 Stufen, haben sie mir gesagt. Also ist es machbar, wenn ich es machen kann, ist es machbar für jeden eigentlich. Aber ich habe natürlich auch ein paar Pausen gemacht. Aber es war ganz okay. Also läuft circa so eine knappe halbe Stunde läufst du bis hier hoch. Hier ist natürlich wieder auch überfüllt, die ganzen Touristen überfüllt ohne Ende. Aber wie soll es anders sein? Jeder will mal nach Capri. Da sind wir hier oben. Ich bin gerade hier rumgelaufen hier ein bisschen und dann kannst du hier mal einen Blick auf den Hafen treffen hinter mir. Sieht schön aus. Echt super aus. Dreh mal rum. So sieht das. Ich möchte nur mal wissen, wer ist auf dieser Yacht? Wer hat die gemietet? Ich denke mal, die hat einer gemietet. Irgendein Fußballstar, irgendeiner, der im Geld schwimmt auf alle Fälle. Die Dinger kosten ja bis 20.000, 25.000 $ am Tag. Und da bist du noch nicht gefahren mit. Und das Sprit und sowas extra. Ich habe mich gerade belehren lassen. Es sind bis zu 150.000 $ am Tag, die so ein Boot kostet. Also nicht 25, wie ich gedacht habe, sondern bis zu 150.000 $ am Tag. Und da hast du noch nicht mal die Crew bezahlt, noch nicht mal das Essen bezahlt, beziehungsweise den Diesel, den das Teil rauspfeift. Na gut, braucht man ja nicht sowas. Alle bitte, sind wir jetzt hier oben am Capri Point. Also sind wir jetzt hier oben in Capri angelangt. Und werden wir die Straßen ein bisschen ablaufen, mal sehen, was hier so alles Schönes gibt. Bis gleich. Hier sind wir jetzt auf so einem Aussichtspunkt. Hier unten kannst du die Insel sehen. Capri. Und die Taxen sind natürlich sehr interessant hier. Warte mal. Die Taxen sind unwahrscheinlich interessant. Die sind alle so eine Cabrio-Taxen mit so einem Sonnenschutz. Ganz interessant. Aber so sehen alle Taxen hier aus. Ja, hier. Voll. Ganz schön voll. Wirklich wunderschön, diese kleinen Läden hier. Giorgio Armani. Das ist alles so High-End-Dinger. Aber sieht also wirklich schön verpackt. Echt toll. Sieht alles sehr, sehr, sehr schön aus. Und so, jetzt laufen wir hier die Einkaufsstraße lang. Und ich muss mal sagen, ich glaube, wenn du hier am Abend bist, wenn die ganzen Touristen hier weg sind, alle mit den Booten wieder rüber aus Festland, dann hast du hier eine wunderschöne Einkaufsstraße und hast wunderschöne Lokale, wo du wirklich Platz hast und das macht dann bestimmt richtig tolle Spaß, denke ich mal. Jetzt im Moment, wie gesagt, ist natürlich, es ist Juli, Mitte Juli, was willst du verlangen? Natürlich ist es hier überflutet mit Leuten, aber das weißt du auch schon, wenn du herkommst. Aber wie gesagt, abends wird das hier bestimmt schön ruhig sein und angenehm. Hier geht's. Hier ist so ein, wo du lang gehen kannst, also was da alles ist. Jetzt gehen wir mal die kurzen Gassen hier durch.
oder besser gesagt die schmalen Gassen durch. Was es hier so alles gibt. Guck mal. Das Schöne ist, du läufst natürlich jetzt hier im Schatten. Es ist natürlich auch extrem warm. Ich denke immer so 35 Grad werden es hier auf alle Fälle sein. Es ist aber es ist ein Glück, nicht leider, sondern ein Glück, nicht so die Luftfeuchtigkeit ist nicht so hoch wie jetzt bei uns zu Hause. Also in Florida. Komm, das ist auch nicht schlecht. Seht ihr mal die ganzen Einkaufsdinger hier, Dior und so weiter, wie sie alle heißen. Wo man jetzt vielleicht mal einen schönen Limoncello-Spritz oder einen Aperol-Spritz, irgendwie sowas Schickes trinken kann. Wir laufen jetzt gerade ins Zentrum zurück. Nina hat mir gerade gesagt, dass meine Kommentare immer so sehr negativ wären. Aber ich möchte natürlich, ja auch nicht schlecht, ich möchte natürlich auch auf alles hinweisen, was nicht so schön ist und nicht nur Reisevideos machen, wo alles toll ist und ich sage, guckt mal hier und da ist toll und so weiter, sondern auch mal die negativen Sachen ansprechen, wo sich dann jeder von euch selbst eine Meinung bilden kann und sagen kann, ja, das ist trotzdem was für mich oder nee, das möchte ich auch nicht haben, da fahre ich doch lieber nicht hin und. Also wie gesagt, hier ist natürlich jetzt im Juli, August brennt der Planet. Es ist sehr heiß, es ist sehr voll, aber es ist trotzdem unwahrscheinlich schön. Also wenn du die Häuser siehst, wenn du die Aussicht siehst, das sieht schon richtig toll aus alles. Das Essen ist super hier, davon brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das Essen ist überall super. Es wird auch nicht so abgezockt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir in Capri jetzt hier so abgezogen werden vom Preisen her. Ist gar nicht so schlimm. Also für einen Aperol Spritz und sowas zahlst du ja auch 10 Euro oder 12 Euro. Das ist also immer noch im Rahmen. Und für ein Cappuccino, glaube ich, 3,50 Euro oder sowas. Das ist alles okay. Also jetzt sitzen wir hier da und trinken erstmal einen Aperol Spritz, richtig. Wie immer oder fast immer oder sonst immer ein Hugo. Mitten hier in Capri. Was ich vorhin mit den Preisen gesagt habe, stimmt leider nur unten am Hafen. Hier oben kostet jetzt der Aperol Spritz 21 Euro und so eine Flasche Wasser kostet hier 7 Euro. Und wie gesagt, dieser Aperol Spritz 21. Sind wir hier an so einem anderen Platz. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Anderen Platz. Die Katze ist auch da. Das sieht aus wie ein Sana. Keine Ahnung. Sieht aus wie ein schönes Hotel hier, ja? So ein sieht echt toll aus. Ist wirklich toll gemacht. Echt schön gemacht. Muss ich neidlos anerkennen. Jetzt frage ich mich, wie kriegen die hier rund um die Uhr so zum Blühen? Das sieht ja sowas von toll aus. Die müssen die ja düngen ohne Ende. Da kann ich mir das nur vorstellen, weil ich habe ja selber welche zu Hause. Und die sind mal für ein paar Wochen gut und dann gehen sie wieder ein und dann kommen sie wieder und dann gehen sie wieder ein. Aber die sehen so aus, als wird es immer so sein hier. Also echt. Wäre mal interessant zu wissen, wie man das machen kann, damit die immer blühen. So, jetzt sind wir wieder auf der Fähre, die gerade beladen wird hier. Zum Glück nicht verpasst, genau. Und sollten jetzt noch eigentlich einmal um die Küste herumfahren, einmal um Capri herumfahren. Einmal sehen wir das wird. So, hier fahren wir jetzt die Küste lang. Am Hafen noch. Und sehen wir, wie die ganze Küste aussieht. Vom Schiff aus. Man hat da Höhen und so weiter. So sieht die Insel aus. Von der Seite. Guck mal, wie steil das hier hochgeht.
die Steps sind, da ist es. Das ist das Blue Hall oder Blue Cave oder wie die das nennen. Kannst du reinfahren mit dem Kajak. So sieht fast die ganze Küste aus. Hat kaum Zugang zum Wasser hier. Oh, hier ist irgendein Beach Club. Wirklich sehr schön aus. Hier war das diese kleinen Höhlen. Es hat irgendwas, aber trotzdem ist es hässlich irgendwie. Sieht aus wie so ein Wanderboot. Ja, schön aus. Schön sauberes Wasser. Schön blaues, sauberes Wasser, sag mal so. Und da oben runterspringen ins Wasser rein, ja? Das wäre doch mal was. Machst du auch nur einmal, denke ich. Dann lieber da unten durchfahren. Ja, mal unten durchfahren, das wäre auch nicht schlecht. So sehen diese Klippen aus hier, sieht sehr schön aus. So, jetzt sind wir wieder zurück im Hafen und werden jetzt, so hier Leute, unser Resümee zu unserer Fahrt nach Capri. Also ich war, wie soll ich sagen, ich habe Vorurteile gehabt für so viel Tourismus da in Capri und so weiter. Aber ich muss von mir aus sagen, diese Insel ist schon wirklich richtig toll. Also was es da für schöne Restaurants gibt, Boutiquen und so weiter. Und zum Schluss sind wir rumgefahren, einmal um die Insel herum, und das war wirklich atemberaubend. Also jetzt weiß ich, warum so viele Leute nach Capri wollen, weil die Insel einfach geil ist. Kann ich einfach nur so sagen. Ja, mal gesehen haben muss man es auf jeden Fall, weil also die Natur da drumherum ist, die Höhlen, also es ist richtig toll. Ja, es lohnt sich. Na gut, das war unser Resümee. Also ich muss sagen, wer einmal hier ist, der sollte wirklich mal Capri besuchen und ganz unbedingt einmal um die Insel herumfahren. Da seht ihr wirklich die ganzen Höhlen und so weiter. Das sieht alles richtig, richtig toll aus. Ja. Okay, alles klar. Bis Okay. später. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. So, das war unsere Tour nach Capri. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bitte liked und subscribe das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.